Eier gab es 340 Millionen Jahre vor dem ersten Huhn. Das Huhn ist nur ein winziger Bruchteil dieser Geschichte. Trotzdem beschäftigt uns eine Frage seit Jahrtausenden. Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Die Antwort der Wissenschaft ist eindeutig und verblüffend. Unser Gehirn hasst paradoxe Endlosschleifen. Ein Huhn schlüpft unweigerlich aus einem Ei. Und jedes Ei wird wiederum von einem Huhn gelegt. Schon antike Philosophen zerbrachen sich daran den Kopf. Um das Rätsel zu lösen, drehen wir die Zeit radikal zurück. Lange Zeit waren Tiere zur Fortpflanzung an das Wasser gebunden. Dann erfand die Evolution eine geniale Lösung: das Amnioten-Ei. Es war ein wasserdichter Tresor mit eigener Nährstoffversorgung. Das war der entscheidende Durchbruch für das Leben an Land. Lange bevor überhaupt an den ersten Vogel zu denken war. Sogar gigantische Dinosaurier schlüpften einst aus Eiern. Einige von ihnen entwickelten im Laufe der Zeit Federn. Sie sind die direkten Vorfahren unserer heutigen Vögel. Das Ei an sich ist also hunderte Millionen Jahre alt. Doch woraus schlüpfte dann das allererste echte Huhn? Der Clou daran: das erste echte Huhn hatte keine Hühner als Eltern. Es stammte von einer Vogelart ab, die fast schon wie ein Huhn aussah. Nennen wir diese direkten Vorfahren einfach mal das Urhuhn. Eines Tages paarten sich zwei dieser Urhühner im dichten Dschungel. Doch was bei dieser Befruchtung geschah, veränderte alles. Die DNA zweier Urhühner mischte sich bei der Paarung. Dabei kam es zu einer winzigen, zufälligen Mutation. Diese veränderte Zelle wuchs geschützt in einem Ei heran. Als die Schale aufbrach, schlüpfte eine neue Spezies. Es war das allererste echte Huhn der Weltgeschichte. Damit stehen wir vor einer fiesen Definitionsfalle. Ist ein Hühnerei ein Ei, das von einem Huhn gelegt wurde? Oder ist es ein Ei, aus dem ein Huhn schlüpft? War das Ei des Urhuhns also nur ein Urhuhnei? Definiert die Mutter das Ei oder sein Inhalt? Doch eine moderne Studie brachte kürzlich alles durcheinander. Forscher fanden ein spezielles Protein namens Ovoclaidin 17. Es wirkt als Katalysator für die harte Hühnereierschale. Dieses Protein entsteht nur in den Eierstöcken einer Henne. Ohne Henne, also kein Ei? War das Huhn doch zuerst da? Nicht ganz. Die Evolution kennt nämlich keine harten Stichtage. Es gab nie diesen einen Tag, an dem plötzlich das Huhn existierte. Es war ein fließender Übergang über unzählige Generationen hinweg. So wie ein Kind nicht exakt um Mitternacht erwachsen wird, ist auch die Evolution ein stetiger, fließender Prozess. Blicken wir auf die Evolution, ist die Antwort eindeutig. Das Ei ist als Erfindung hunderte Millionen Jahre älter. Als sicherer Tresor machte es das Huhn überhaupt erst möglich. Ein Urhuhn legte das Ei, aus dem das erste echte Huhn schlüpfte. Das Ei war also zuerst da. Es war nur anfangs kein Hühnerei. Wir sollen mehr solcher Videos machen? Dann freuen wir uns über dein Like und dein Abo.